Surfen hat das Leben der Jugendlichen, die ich hier kennenlerne, auf eine Art und Weise verändert, wie wir uns das kaum vorstellen können. Dazu aber gleich mehr. Guten Morgen, Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Wir sind in Angola und werden ein paar der längsten Wellen surfen, die wir zusammen je gesurft sind. Es ist noch sehr früh, 5:30 Uhr. Ihr hört es im Hintergrund. Das ist ein super langer Point Break. Da hatte ich gestern die längste Welle meines Lebens. Wir stehen wieder auf, um das Ganze zusammen zu genießen. Moin. Von absoluter Dunkelheit zu Sonnenaufgang vergehen hier nur 10 Minuten, weil wir so nah am Äquator sind. Der Swell hat über Nacht zugenommen und nur Andi und ich sind schon wach, um uns zum Einstieg an den Spot zu machen. Vom Sprung ins Wasser in den recht tiefen Channel sind es nur wenige Paddelzüge und ganz ehrlich, so in der Dämmerung frühmorgens fühlt sich die Stimmung recht sharky an. Die Magie dieser Wellen lässt mich diesen Gedanken aber ganz schnell wieder vergessen. Vorerst. Zwei Stunden lang gehören die Wellen uns allein. Dieser Morgen ist ein absolutes Geschenk. Ganz da hinten bis hier vorne hin. Da paddelt man auch nicht zurück, da kann ich einfach rausspazieren und dann geht's auf die nächste. Insane. Absolut Wahnsinn. Das ist der erste Tag, an dem wir ohne Reisestress ganz hier sein können. Das Camp steht und wir haben uns eingerichtet. Wir bleiben die nächsten 3 Tage hier. Es ist schon ein ziemlich starkes Gefühl zu wissen, dass die nächsten 3 Tage nur vom Surfen, Essen, Schlafen und den Begegnungen mit den Menschen hier bestimmt sein werden. Zeit zum Erholen vor dem nächsten großen Abschnitt der Reise, der das eigentliche Abenteuer sein wird. Aber davon wissen wir jetzt noch nichts. Im Camp begegnen wir schnell den kleinen Herausforderungen des Alltags. Der staubige Boden verwandelt sich bei Feuchtigkeit in klebrigen Schlamm. Es ist nicht leicht, sauber zu bleiben, vor allem weil die Ressourcen hier extrem limitiert sind. Fließend Wasser gibt es hier nicht. Wir haben einen eigenen Vorrat dabei und müssen damit sehr sparsam umgehen. Es sind diese Details, die mir bewusst machen, dass Reisen hier eine andere Art von Anpassungsfähigkeit verlangt. Was mich überrascht, wie viel extrem gute Jugendliche hier surfen.
Nachdem ich ein paar kennenlerne, erzählen sie mir, dass die afrikanischen Surfmeisterschaften in diesem Jahr das erste Mal in Angola ausgetragen werden und sie Teil der Nationalmannschaft sind, die von Marcelinho betreut wird. Hey, my name is Marcelino, but everyone call me Bizuka. I'm born in Angola in the 80s, but my mom and my dad decided to send me to Brazil in the beginning, then Portugal. I visited Angola a few times to visit my dad. And suddenly, in 2003, I discovered waves in Angola on a surf trip I made. I looked to the country I born to a totally different way when I discovered these waves. And then we have a Nautical Sports Federation, and they invite me to be the vice president for surfing. This year, we are able to bring the African Nations Championships, and for the first time, we have this team, Angolan team, for this moment, be the coach of the team. Yeah, thank you very much. That's amazing. Yeah, okay. Surfen ist für sie nicht nur Hobby oder Lifestyle. Papi Pedro Macuco é meu nome, tenho 23 anos de idade. Surf para mim é muita coisa. Muito sinceramente falando, o surf é tudo que eu tenho, é a minha vida hoje em dia. Se tivesse a chance de descrever o que o surf fez por mim nesse momento, seria um livro escrito, um livro muito grande. Estou mesmo orgulhoso, muito orgulhoso de estar com essa equipa. Me fez conhecer lugares diferentes. Algumas pessoas conhecem o que eu sou, o que eu faço, como ser compositor. Eu faço parte também da música, então ajudou algumas pessoas a conhecerem esse campeonato. Eu espero felicidade para todos e espero também que a Angola seja a campeã. Eu comecei a surfar com 12 anos. O surf mudou muito na minha vida. Primeiramente, eu conheci muita gente boa, a minha forma de pensar já é outra, o meu jeito de agir com as pessoas já é outro, o meu comportamento. Graças a Deus consegui obter coisas por causa do surf, amigos, famílias e é isso. Então, eu sou People. Qual é o seu nome? Baleia. Comecei com 11 anos, foi tipo um português que vinha no carro à procura de trabalho e nós não sabíamos surfar. Ele pensou em nos levar para nos ensinar. Treinávamos. Agora já está na já consigo, já. Eu sou Lourenço. O surf mudou a minha vida em muitos aspectos. Eu não pude entrar nessa vida das drogas. Não digo que vou esperar assim ser campeão, mas eu espero alguma coisa de bom lá no sul. Quando eu comecei a surfar, eu não sabia nadar, não sabia nada. Mas graças a Deus, chegou um professor de surf chamado Sérgio Torres, que me ensinou a nadar, me ensinou a surfar. Até o surf mudou a minha vida, porque até agora, muita coisa de bom aconteceu na minha vida. O que eu espero nesse campeonato é se dedicar, ter força e fé para ganhar o campeonato. Se caso houver alguma coisa com os atletas, precisar ser substituído, eu estou aqui. Muita coisa que o surf mudou na minha vida. E quando eu comecei a surfar, eu sabia nadar, mas eu tinha medo de ondas. Eu espero que a seleção angolana ganhe. Sem deixar resto, ganhar tudo. Das ist eine echte Chance, eine, die ihr Leben verändert. Für viele vielleicht die einzige. Alle träumen davon, es in die WSL zu schaffen. Nicht nur um Wellen zu reiten, sondern auch um der Armut zu entkommen. Joe, my friend, I'm coming. Giorgio. This is the wave calling you. Time to go surf. Entra na roda, o maracadão me chamou pra bater palma e pra tocar tambor. Entra na roda. Jeden Tag sind sie draußen, lachen, pushen sich, konkurrieren, aber ohne Verbissenheit.
Abend fahren wir ins Dorf, um Fisch, Kohle und neue Flipflops zu besorgen. Das Leben spielt sich am Markt ab. Die Hauptstraße pulsiert. Trucks halten, Reifen werden geflickt. Menschen reden, lachen, feilschen, während Staub und Hitze alles durchziehen. Es ist ein buntes, raues Leben. Es ist absurd, als Außenstehender für kurze Zeit in diese Welt einzutauchen. Ich denke daran, dass wir bald in eine Welt zurückkehren, in der es an nichts fehlt und die Menschen sich trotzdem beschweren. Hier fehlt vieles und trotzdem sehe ich Stärke und Widerstandskraft. Eine Form von Lebensfreude, die in Europa selten so offen zu spüren ist. Zurück im Camp feiern wir den letzten Abend, ein Grillfest, bevor wir am nächsten Tag weiterziehen. Am nächsten Morgen brechen Giorgio und Adri auf, Ale vom Flughafen abzuholen. Wir nutzen die Zeit und packen währenddessen das Camp zusammen. Zweieinhalb Jahre waren vergangen, seit sich Bruno und Ale das letzte Mal gesehen haben. Mit ihm geht es direkt weiter zu einem abgelegenen Fischerort. Der Weg dorthin ist schwierig. Dort soll ein Point Break liegen, von dem man sagt, er könne episch laufen. Doch als wir ankommen, ist das Meer flat. Das Swell hat ganz abgenommen. Wir stellen uns bei Russo, dem Soba des Ortes, vor, der uns willkommen heißt, direkt am Strand schlafen. Buntes Treiben. Die Kinder spielen in den Fischernetzen und den Styroporbojen. Sie laden uns ein, mitzumachen. Oh, no! Russo erzählt uns vom Leben im Ort. Esse bairro praticamente foi fundado em 1991. É quase a maioria da população vieram. Somos do Kwanza Sul, na praia do Kwanza Sul. O nosso objetivo principal aqui é a atividade da mesma pesca, dia a dia. A mesma pesca, vamos a pesca. Vamos de manhã e voltamos. Entramos às 5 horas e voltamos a partir das 12, 13 até às 17 horas no máximo. Nós trabalhamos todos os dias. As mulheres fazem só o trabalho de... Conservam o peixe que nós trazemos do alto mar, preparam, metem a secar e levam para o supermercado. Para os jovens mais novos, é preciso mesmo alguém, um pescador já antigo no bairro, que tem que lhe instruir, lhe mostrar, dirigir, que é para ele também aprender. Qual é a onda mais grande que você já viu aqui? A onda mais grande aqui Sim. é de 2,2 metros de altura. 2,2. De altura. E chega quase aqui até em cima? Chega até. Sim. A água chega até. Sim. Sim, anualmente só acontece uma vez, 2 vezes. Am Abend sitzen wir mit ihnen zusammen, grillen, sprechen stundenlang. Es sind diese Begegnungen, die man nicht planen kann, die einfach geschehen. Gegen 4 Uhr wecken mich rhythmische Rufe. Die Fischer ziehen ihre schweren Boote ins Meer. Ich stehe auf und helfe mit. Beeindruckend, dass sie in die Dunkelheit aufs Meer hinausfahren. Kurz danach brechen wir auf, weiter Richtung Süden. Der Weg führt über staubige Pisten. Wir nehmen eine junge Mutter mit, die den Weg sonst täglich 3 Stunden zu Fuß geht. Auf der Hauptstraße fahren wir weiter, stoppen nur zum Tanken.
Kekse und Chips reichen als Mahlzeit. Links und rechts ziehen Landschaften vorbei, so abwechslungsreich, dass man glaubt, durch mehrere Länder zu reisen. Überall zeigt sich das gleiche Bild: Armut. Kinder betteln nach Brot. Menschen, die in einfachsten Hütten leben, mitten in einer Natur, die so wunderschön ist wie gleichzeitig gnadenlos. End of the road. So I guess we start with the bumpy ride. Do you guys have more biscuit? Yes. Wir fahren stundenlang, bis in die Nacht. Wir sind nur noch 3 Stunden vom Ziel entfernt. Wir wollten ursprünglich jetzt irgendwo über Nacht kommen. Scheiß drauf, wir fahren durch, weil dann können wir morgen vielleicht schon wieder direkt ins Wasser gehen. Schließlich erreichen wir unser Ziel. Noch 50 Minuten weiter, tief in der Wüste, soll der Spot liegen, an dem wir für Wochen unser Zuhause finden werden. Ich bin müde, die Augen fallen mir immer wieder zu und ich frage mich, wie wir diesen Ort im Dunkeln überhaupt finden sollen. Aber Bruno kennt den Weg. Nach 18 Stunden Fahrt, 800 Kilometern, sind wir endlich da. Unten am Strand scheint eine Hütte zu sein, in der jemand lebt. Bruno ist jetzt gerade runtergegangen. Wahrscheinlich Bescheid zu sagen, dass wir hier sind. Es ist immer gut, mit den Leuten, mit den Lokalen zu sprechen. Wir bauen das Camp im Wind auf. Es ist kalt, wir sind erschöpft. Dunkelheit und die Brandung, verdächtige Stille. Freunde, es ist jetzt 1 Uhr nachts. Es ist hier deutlich kälter, als es noch im Norden war. Wir haben hier draußen jetzt circa gefühlt 8 Grad, 9 Grad. Liegt daran, dass wir einfach in der Wüste sind, oben auf einer Klippe. Ich liege jetzt im Zelt, wir haben alles aufgebaut. Wir sind alle hundemüde, fertig, stinkend wie die Kesselschweißer. Jetzt schottendicht.